bin Martin von UT. In diesem Video erkläre ich euch die Unterschiede der Gates Carbon Drive Systeme CDX und CDN. Die Antriebskomponenten eines Gates Carbon Drive Systems werden für die jeweiligen Anwendungsbereiche eines Fahrrades entwickelt und angepasst. Somit ergeben sich bei unterschiedlichen Systemen auch andere Eigenschaften. Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist das verwendete Material der Systemkomponenten. Bei CDX bestehen die Riemen aus einem Verbund von Carbonfaserzugsträngen, einem hochfesten Polyurethan und einer Nylonschicht. Diese Kombination führt zu einer enorm hohen Festigkeit und damit zu einer hohen Laufleistung des Systems. Es ist damit besonders gut geeignet für Fahrerinnen und Fahrer mit hohen Ansprüchen an das Material und einer hohen Nutzungsfrequenz. Der Riemen des CDN-Systems unterscheidet sich nur bei einer der drei Materialien. Der Riemenrücken und das Zahnprofil sind aus einem Polymer, welches eine weniger hohe Festigkeit im Vergleich zum Polyurethan des CDX-Riemens besitzt, aber perfekt auf die Nutzung von urban genutzten Rädern abgestimmt ist. Die Carbonfaserzugstränge sowie das verwendete Nylon sind identisch zum CDX-Pendant. Die Verwendung der Materialien der Riemenscheiben richtet sich auch nach dem geplanten Einsatzzweck der Komponenten. Edelstahl sowie Aluminium mit einer Legierung von 70-75 sind die Ausgangsbasis für den CDX-Antrieb. Hohe Festigkeit, gute Duktilität sowie Zähigkeit sorgen für die gewünschte Performance in der höchsten Produktkategorie. Chromolystahl und ein hochfestes Polymer bilden die Riemenscheiben unseres CDN-Systems für die urbane Nutzung. Hier steht vor allem die Wartungsarmut im Vordergrund. Die Lebensdauer der einzelnen Gates Carbon Drive Komponenten unterscheidet sich zum einen nach Einsatzgebiet und Nutzungsverhalten sowie dem zugrunde liegenden Ausgangsmaterial. Man kann bei einem CDX-System von einer 2- bis 3-mal höheren Lebensdauer im Vergleich zu einem Kettensystem unter gleichen Nutzungsbedingungen ausgehen. Bei dem CDN-System von einer 1,5- bis 2-fachen. Die effektive Lebensdauer hängt aber von sehr vielen Faktoren ab und lässt sich somit nicht an einer Kilometerlaufleistung festmachen. Hier die Eigenschaften der beiden Systeme noch einmal im Überblick. Man sieht, dass jedes System seine Vorteile in verschiedenen Bereichen hat. Die Grundvoraussetzung für eine hohe Lebensdauer ist immer ein nach den Vorgaben eingestelltes und konfiguriertes System. Wer also keine Lust auf kontinuierliche Wartung des Antriebssystems hat und die Laufruhe des Riemensystems schätzt, findet mit beiden Systemen seinen Spaß. Für Fahrerinnen und Fahrer mit höchsten Ansprüchen ans Material sowie die Langlebigkeit sind die CDX-Komponenten die richtige Wahl. Bis zum nächsten Mal, euer Martin von UT.